Wir sind Tina und Dirk und seit Mai 2019 reisen wir mit unserem Campervan durch die Welt. Die letzten Wochen waren wir ausgiebig in Nordspanien unterwegs. Wir waren in den Bergen, haben paradiesische Traumstrände entdeckt, haben auch den ein oder anderen Abstecher ins Inland gemacht und uns dann an der Atlantikküste entlang unseren Weg Richtung Galicien gebahnt. Heute werden wir den rauen und doch wunderschönen Nordwesten Spaniens etwas weiter erkunden. Los geht's! Hallo zusammen, wir sind hier immer noch am Leuchtturm Faro de Meirás, wo wir unser letztes Video beendet haben. Es ist wirklich ein traumhaft schönes Fleckchen Erde hier. Wir waren jetzt 2-3 Tage hier, konnten uns kaum losreißen, aber jetzt geht's weiter. Wir wollen ein bisschen Strecke machen. Wir wollen ins knapp 2 Stunden entfernte A Coruña heute fahren, um unter anderem ein Paket abzuholen. Und unterwegs werden wir sicher noch an 1-2 Stränden anhalten, mal gucken, was wir noch zu sehen bekommen. Und ja, weiter geht's mit unserer Tour durch Galicien. Hier die Strecke, die wir im heutigen Video zurücklegen werden. Unser erster Stopp ist der Praia de Ponzos, ein kleiner Sandstrand, nur knapp 20 Minuten vom Leuchtturm Faro de Meirás entfernt, der recht abgelegen, aber dennoch überraschend beliebt ist, wie wir feststellen. Ich weiß nicht, ob ihr mich bei diesem Wind hören könnt, aber es ist sehr, sehr, sehr schön hier. Also an Traumstränden mangelt es hier in Galicien auf jeden Fall nicht. Ja, es geht doch nichts über einen kleinen Spaziergang an einem Traumstrand. Wir sind jetzt hier am Faro de Meirás, ganz kurz vor A Coruña. Das ist ein kleiner Aussichtspunkt mit einem Leuchtturm, beziehungsweise mit 2 Leuchttürmen eigentlich. Der Punkt wurde uns empfohlen, deswegen sind wir hier mal hergefahren und jetzt gucken wir uns hier ein bisschen um. Und gleich in A Coruña, was jetzt hier noch ein paar Minuten von hier ist, müssen wir auch Motoröl kaufen, denn wir haben gerade festgestellt, dass unser Auto kurz davor ist, nach Motoröl zu schreien. Und das wollen wir nicht, deswegen werden wir gleich mal gucken, ob wir das Richtige finden.
Es ist übrigens wieder ordentlich heiß geworden. In den letzten 1,5 Wochen haben wir uns ja selbst gewundert, wie kühl es doch eigentlich hier war. Wir hatten immer so 18, 20, vielleicht mal 22 Grad. Seit heute haben wir wieder 32. Das merkt man dann jetzt hier gerade in der prallen Sonne. Das eher Spanien, glaube ich. Topic, topic, topic. Es hat geklappt. Yay! Yay. Lass mich rein. Wir lieben ja Technik und Kameras und vor ein paar Wochen haben wir auch ein Review-Video bei uns auf dem Kanal gemacht über die Insta360 ONE AS modulare Action Cam und da haben wir im Fazit gesagt, dass wir uns eigentlich gerne ein 360-Grad-Objektiv, also Modul für die Kamera, wünschen würden, was mehr Auflösung hat und mehr Bildqualität liefern kann. Und das hat tatsächlich Insta360 gesehen und uns daraufhin kontaktiert und gesagt, hey, es gibt da was ganz Neues. Es gibt nämlich ein 1 Zoll 360 Grad Objektiv, was ein bisschen mehr Auflösung, aber vor allem sichtbar mehr Bildqualität haben soll. Das haben die uns jetzt zugeschickt und wir dürfen das ausprobieren und testen. Und ich denke, wenn uns das gefällt, dann werden wir davon bestimmt auch Aufnahmen in unseren nächsten Videos sehen. Ich bin sehr zuversichtlich. Nach dem Vergnügen kommt die Arbeit, so geht das Sprichwort ja, glaube ich. Ich gehe jetzt das Auto waschen, denn hier ist super viel Salz außen dran. Als wir die letzten 2, 3 Tage an der Küste standen, ist die ganze Zeit der Wind dagegen und man hat richtig gespürt und gemerkt, wie viel Feuchtigkeit und Salz in der Luft war und das hat sich so richtig abgelagert und das Salz muss runter, also ist heute mal wieder Autowaschen angesagt. Wir sind jetzt ungelogen 8-mal im Kreis gefahren, bis wir einen Parkplatz gefunden haben. Aber jetzt stehen wir hier und gucken uns den Herkules-Turm an. Warum der besonders ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das erzählt euch Tina bestimmt gleich als Voice-Over. Oder? Bist du so lieb? Ja. Danke. Der Herkulesturm hier in A Coruña ist ein römischer Leuchtturm aus dem 2. Jahrhundert. Ja wirklich, aus dem 2. Jahrhundert. Damit ist er laut Wikipedia der älteste noch in Betrieb stehende Leuchtturm der Welt. Seine heutige Hülle hat der rund 55 Meter hohe Turm bei Renovierungsmaßnahmen im 18. Jahrhundert bekommen. Seinen Namen wiederum verdankt er der Legende nach Herkules, der hier 3 Tage lang gegen den Riesen Gerion gekämpft haben soll. Aus Dankbarkeit über seinen Sieg soll auf dem Felsen anschließend der Leuchtturm errichtet worden sein. So, wir sind jetzt ein bisschen aus der Stadt rausgefahren, nur ein paar Minuten. Das mit dem Öl hat nicht funktioniert, wir haben kein Öl gefunden. Wir waren an 2 Tankstellen und in einem Baumarkt. Ja. Und es war nicht das richtige Öl zu finden. Also da werden wir dann morgen nochmal uns ein bisschen umschauen. Ja. Und jetzt stehen wir
auf einer riesigen Wiese, Parkplatz am Meer. Ist jetzt schön, aber auch nicht super schön, eher praktisch. Sonnenuntergang wird schön. Ja, ne, für die Nacht auf jeden Fall fein. Ein typischer Park-for-Night-Fund. Und dann ziehen wir morgen weiter. Ja. Und wir waren jetzt ausnahmsweise bei McDonald's. Wenn man schon mal in einer großen Stadt unterwegs ist, muss man das auch nutzen. Außerdem ist schon spät, ist schon 9 Uhr. Ja. Okay, Tina hat mich nochmal zurechtgewiesen gerade. Es ist schön hier. Ich kann das jetzt auch sehen. Ich war nur so von der Stimmung her noch. Wir sind gerade ganz viel durch so Industriegebiete und an so einer riesigen Ölraffinerie vorbeigefahren. Und aus dem Augenwinkel da hinten kann man so ein bisschen auf den Industriehafen sehen. Aber ja, wenn man das so ein bisschen ausblendet und mehr darüber guckt, da ist schon schön. Ja. Gute Nacht. Wusstet ihr, dass es in Spanien Höhlenwohnungen gibt, die noch bis ins Jahr 1960 bewohnt wurden? Das haben wir mit Readly rausgefunden. Readly ist eine App für digitale Zeitschriften und Magazine, mit der man Zugriff auf zigtausend Publikationen hat, sei es die Promobil, die Clever Campen, die Autobild für Reisemobile und noch ganz viele andere Campingklassiker. Aber man findet auch ganz viele bekannte Zeitschriften aus anderen Themengebieten, die Hör zu, das Time Magazine, die Autobild, die Sportbild, National Geographic und ganz viele andere. Da ist wirklich für jeden was dabei. Und mit Readly hat man unbegrenzten Zugriff auf all diese Zeitschriften. Das ist auch dann total praktisch, wenn man sich nicht für die ganze Zeitschrift, sondern nur für einen ganz bestimmten Artikel interessiert. Denn man kann den dann einfach lesen, ohne dass man gleich die ganze Zeitschrift kaufen muss. Und das ist nur einer von ganz vielen Vorteilen von Readly. Schaut euch das mal an. Wir können die App absolut empfehlen. Das Beste: über unseren Link unten in der Videobeschreibung könnt ihr Readly jetzt einen ganzen Monat lang völlig kostenlos ausprobieren. Danach könnt ihr ein Abo abschließen, das jederzeit gekündigt werden kann. Für das Angebot klickt einfach unten auf den Link in der Videobeschreibung. Von uns gibt's eine uneingeschränkte Empfehlung. Und jetzt ist unser Verdunklungsrollo gerade in alle seine Einzelteile zerfallen. Das war tatsächlich schon gebrochen, schon seit 2 Jahren oder so. Und wir wissen auch, dass wir das irgendwann mal austauschen müssen, weil hier sind so Stockflecken, seitdem wir so lange in Thailand waren, entstanden. Aber ja, jetzt gerade hat es irgendwie hier, ist komplett auseinandergefallen. Mal gucken, ob ich das wieder zusammengesteckt bekomme. Heile! Wir waren jetzt eine gute Stunde unterwegs. Die Fahrt hierher war ehrlicherweise nicht so wirklich spektakulär oder sehenswert. Es ging hauptsächlich im Inland über ein paar Straßen hierher. Also ja, nichts Spektakuläres. Jetzt sind wir aber angekommen am Cabo Vilán. Hier soll es unter anderem einen schönen Leuchtturm geben, den man sich angucken kann, und generell einfach ein paar schöne Ausblicke hier auf die Küste. Und hier gehen wir uns jetzt mal ein bisschen umgucken. Hast du Bock? Yes. Time for some exploring? Yes. Let's go. Ja, hier ziehen ständig Wolken drüber, nur über diesen einen kleinen Streifen, und verdecken immer wieder den Leuchtturm. Wir warten und haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es vielleicht doch noch einen kleinen Moment gibt, wo man mal sehen kann.
Wir haben jetzt eine halbe Stunde gewartet. Der ist immer noch nicht rausgekommen. Deswegen gehen wir jetzt ins Museum. Ja, vielleicht kommt er danach raus. Am Fuße des Leuchtturms gibt es ein kleines Museum, das über den Leuchtturm, seine Entstehungsgeschichte und die umliegende Region informiert. Und in dem vor allem ein paar tolle Bilder ausgestellt sind. Die Infotafeln sind alle ausschließlich auf Spanisch, aber dafür kostet der Eintritt auch nur 1 Euro. Wer es nicht allzu eilig hat, dem empfehlen wir einen Besuch. Yay! Hat sich das Warten ja doch noch gelohnt. Wir sind jetzt auf die andere Seite der großen Bucht gefahren und sind jetzt in Murcia oder Muxia, deutsch ausgesprochen. Ein super süßes kleines Küstenörtchen mit ganz, ganz viel Geschichte. Dazu erzählen wir euch auch gleich bestimmt noch ein bisschen was, aber erstmal gucken wir uns hier ein bisschen um. Murcia ist vor allem für 2 Dinge bekannt, die Küste und die Kirche. Das kleine Fischerdorf liegt an der Costa da Morte, an der Todesküste Spaniens. Die trägt ihren Namen aufgrund der schwierigen Bedingungen für die Seefahrt und den daraus resultierenden Schiffbrüchen und Toten. Auch eines der größten Schiffsunglücke Spaniens passierte hier. Im November 2002 zerschellte der Öltanker Prestige vor der Küste von Murcia und verursachte eine Ölpest, deren Folgen bis heute nicht vollständig beseitigt werden konnten. Sehr viel positiver dürfte Murcia den vielen Pilgerreisenden, die hierher kommen, in Erinnerung bleiben. Denn in Murcia befindet sich das Ende des verlängerten Jakobswegs von Santiago de Compostela bis an die galizische Küste. Direkt neben der spektakulär an der Klippe erbauten Wallfahrtskirche findet man den 0-Kilometer-Stein des Jakobsweges. Wir haben gehört, dass viele Pilgerwanderer, die bis hierher laufen, hier in Murcia einen Gegenstand zurücklassen und damit symbolisch auch die Anstrengungen der Reise.
Wir haben uns dann letztlich dazu entschieden, hier am Leuchtturm von Muxía die Nacht zu verbringen. Mit Blick auf den tollen Sonnenuntergang war das eine sehr gute Entscheidung. Von Sonnenuntergängen über dem Meer können wir einfach nie genug bekommen. Und jetzt stehen wir hier an einem der umliegenden Strände am Praia do Rostro. Den werden wir euch im nächsten Video dann noch etwas ausführlicher zeigen. Das heutige Video beenden wir nun aber. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Freude daran, mit uns mal wieder ein Stück durch Spanien zu fahren. Wenn es euch gefallen hat, klickt gerne unten auf den Daumen hoch, schreibt uns in einem Kommentar, was euch am besten gefallen hat und abonniert auch gerne unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, um keine zukünftigen Videos mehr von uns zu verpassen. Nächsten Sonntag werden wir uns also noch einmal aus Spanien melden, bevor es dann weiter nach Portugal geht. Wir sind schon sehr gespannt und voller Vorfreude. Habt einen schönen Tag, viele Grüße aus der Ferne und bis zum nächsten Mal. Guten Morgen! Hier haben wir jetzt noch 2, 3 sehr coole Tage verbracht. In a minute I'm gonna need a sentimental action! Auf. Ist abgeschlossen? Soll ich nochmal machen? Ja. Warst du nicht ganz sicher, ne? Ja. Dann hättest du nicht geguckt. Guck mal, die ganzen Möwen, die da Ja, weil das Fischkutter sind. mit Kutter, ja. Mit Kutter! Kutter. Man muss sich den Sonnenschein auch erarbeiten.